Buchfans, willkommen zurück. Heute haben wir ein Tutorial und dafür habe ich mitgenommen meine schöne, aufbearbeitete Motor. Also, das war ein Geschenk von einer alten Lehrer von einer Technikschule, habe ich schon einmal erklärt in einem von unseren ersten Videos, glaube ich. Und ja, was machen wir heute? Heute machen wir eigentlich, wir sehen uns das Spiel an, was am Kupplungskorb passieren oder sein kann. Also, was muss man machen? Wir haben viele Fragen darüber gehabt. Ich habe eine neue Kupplungskorb gekauft oder ich habe eine neue Kupplung gekauft. Ich sehe jetzt Spiel am Korb, am Kurbelwelle. Ich habe eine Totalrevision gemacht und jetzt habe ich Spiel an meinem Kupplungskorb. Naja, also das erklären wir heute. Kein Problem. Naja, was wir hier haben, das ist echt eine alte Motor mit einer alten Kupplungskorb, einer alten Kupplungsbuchse. Und ja, was braucht man zum Einbau? Ja, ist eigentlich nicht so viel. Ich habe hier eine Zange andersrum, nenne ich immer so, ne? Ein klein bisschen Öl und ich habe hier unsere Passscheibenset. Vielleicht brauchen wir den, vielleicht nicht. Das liegt ein bisschen, weil hier haben wir die originale Passscheiben. Da kann Verschlies sein, aber muss nicht unbedingt. Also wenn eine Motor seine Wartung hat, ne, dass die ATF-Öl regelmäßig erneuert wird, dann passiert da eigentlich nicht so viel. Ne? Das Einzige, wo eigentlich etwas passieren kann, ist diese Buchse. Nou, ich denke, wir fangen mal an. Also, naja, wie man sieht, Kurbelwelle ist eingebaut. Ne? Vergesse nimmer diese Sägering. Und ich mache zuerst mal das originale Passscheibe hört hier hinten. So. Und wir machen dann unsere originale Kupplungsbuchse drauf und dann geht unsere Kupplungskorb drauf. Naja, wie einfach kann es sein, ne? So, da muss man ein bisschen fummeln, weil man hat hier natürlich das Original Schwungrad. Und ja, man sieht, dreht sich leicht, so muss es sein. Ne? Aber ja, ich kann das natürlich hier noch einbauen, aber ich denke, das muss nicht unbedingt. Weil ich denke, nee, ach Jungs, machen wir das einfach. Also, vordere Passscheibe drauf, dann habe ich hier meine Sägering oder Sicherungsring. Machen wir drauf. So, habe meine Brille habe ich auf, aber da ist keine Leseteil drin. Ne? Mal sehen, dann drücken wir das. Und zack. Und zack, das weiß man noch von Erich, ne? Zack ist immer gut. Na, schauen wir uns jetzt das Spiel an. Mal sehen, bin ich auch gespannt. Na, man sieht schon gleich, dass da ziemlich viel Spiel drauf ist. Es ist nicht so viel, dass ich sage, von, boah, das bringt Schäden am Motor, aber es ist auf jeden Fall nicht gut. Na, bauen wir das wieder aus. Und dann zeige ich, mal schauen, oh, Lesebrille, Jungs, ich muss das echt. Wir bauen unsere Sägering oder Sicherungsring wieder raus, Passscheibe raus, Kupplungskorb raus. Na, wir haben also jetzt auf diesem Moment Axialspiel und nur ein klein bisschen, aber das ist gut, klein bisschen horizontales Spiel. Also ich mache das hier weg und schau mal. Haben wir hier unsere Sinter Alu-Buchse. Ne? Das ist unsere Topqualität und ich finde das, ja eigentlich ist das fast Pflicht. Man muss das auch, wenn Spiel da ist, das immer erneuern. Und was muss man dann machen? Natürlich erstmal ein klein bisschen Öl drauf. So. Wieso? Naja, das macht das alles leichter natürlich. Ne? Wenn das so ein bisschen gleitet. So und so. Na, zuerst, wir haben unsere Passscheibe hinten, haben wir noch da belassen. Das kann einfach eingebaut bleiben. Dann machen wir neue Buchse drauf und man merkt eigentlich gleich, ja, das passt eigentlich besser. Also
weiß fast jetzt schon, dass das Spiel weniger wird. Na, bisschen fummeln und schaut, Jungs. Mal sehen. Hier. Das Spiel ist jetzt fühlbar und das ist mein Tipp, aber fast nicht sichtbar oder gar nicht sichtbar. Also dann weiß man schon, ich baue natürlich diese nochmal ein. Mal sehen, ob das Horizontalspiel jetzt auch noch gut ist, aber ja, das kann eigentlich nicht schief gehen. So, das wieder drauf machen und wieder zack. Okay, na, jetzt ist es eigentlich, haben wir kein Axialspiel mehr. Also, ich fühle das noch ein klein bisschen, aber ja, wir haben noch keine Fühl-TV leider. Aber ja, und auch horizontal ist ein klein bisschen Spiel drauf, aber ja, man sieht es. Also da kann man, an diesem Spiel kann man noch etwas machen. Und da kommen unsere Passscheiben wieder im Bild. Also, mal schauen, ob wir das wieder ausbauen können ohne Brille. So, oh, geht das eigentlich leicht, ne? Und man kann das auf, ja, man kann das machen, natürlich diese Passscheibe kann man natürlich machen an der Hinterseite oder an der Vorderseite. Und ja, da kommt unsere nächste Sendung dran, weil das liegt auch ein bisschen an Kupplung. Es kann sein, dass eine Kupplung zum Beispiel mit einer Verstärkungsplatte, dass dieses Häuschen, also dieser Korb, ein klein bisschen nach hinten muss. Und dann braucht man echt diese Passscheibe. Aber für nun, mal schauen. Da muss ich die dünnste Version haben. Das ist eine 0.0. Mal sehen. Ja, 20er ist das. Ich denke. Mal schauen. Das ist der große. Wo ist der kleine? Ah, hier. Okay. Also, diese zwei mache ich dann zusammen. Also geht an Vorderseite vom Kopplungskorb. Ich mache das mal drauf. Wieder unser Sicherungsclip drauf. Oder Sägering. Und dann wieder. Zack, ist gut, ne? So. Okay. Okay, passiert mir auch schon manchmal, ne? Kein Problem, aber ich habe immer Reserve dabei, ne? Weil wenn das springt, jetzt war Glück, ne? Ist das noch am Tisch, aber normalerweise ist das irgendwo, wo man es auf jeden Fall nicht finden kann, ne? Okay, nochmal. So, zack, ist gut. Okay, Axialspiel war schon weg und seh mal, Horizontalspiel fühlbar, aber nicht sichtbar. Und eigentlich, ja, ist es dann so richtig eingebaut. Wieso ist es wichtig, dass es ohne Spiel ist? Das habe ich noch nicht erklärt. Problem ist, wenn man fährt und beim Starten und da ist Spiel drauf, dann kann man sich so vorstellen, hier hinten ist natürlich ein Ritzel, hier ist das große Ritzel, ne? Schau mal. Wenn da Spiel drauf ist, dann kommen da diese axiale Kräfte drauf und hat man Verschließ entweder hier am großen Stirnrad oder hier am kleinen Ritzel. Naja, alles ist natürlich zu ersetzen, aber das geht normalerweise, kann man das, ja, wie viel Kilometer, Jungs, schreibt mal in die Kommentare, aber ich denke 30, 40, 50.000 Kilometer, kein Problem. Man muss natürlich auch auch noch wichtig, immer gut darauf achten, dass es schon kein Verschließ hier am Stirnrad oder am kleinen Ritzel am Kupplungskorb ist. Ne? Weil wenn so, dann hat man Geräusche. Und es geht nicht kaputt. Aber wenn man so einen Puchmotor hat und ja, man hat diese Geräusche vom Kupplungsgehäuse oder Kupplungsteil im Motor, ja, dann ist man sauer. Ne? Das hört sich so blöd an. Also ja, eigentlich ist das jetzt so ohne Probleme und super eingebaut. Danach kann man einfach Kupplung einbauen. Also, aber das ist nächste Sendung. Jetzt war nur Kupplungsspiel. Also immer, Jungs, nochmal kurz. Buchse am besten erneuern. Man hat es gesehen, das hier ist das alte Teil von 30, 40 Jahre alt. Keine Ahnung, wie alt das Motor ist. Und man macht das neu und Axialspiel war gleich weg. Naja, also, Jungs, einfacher
kann ich es nicht erzählen. Also, ich hoffe, dass diese Erklärung ein bisschen sinnvoll war. Wenn da noch Fragen sind, ja, schreibt die einfach in die Kommentare natürlich oder schreibt eine E-Mail an info@pushshop.de, dann helfen wir dir natürlich weiter. Wir brauchen noch Abonnés, ne? Jungs, komm. Ne? Einfach abonnieren und drücken auf den Klingel, sodass man automatisch eine Notifikation bekommt, wenn ein neues Video online ist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.